Derrida sieht die allgemeine Zustimmung zu den herrschenden Verhältnissen in einer Vielzahl von Diskursen organisiert und zu einem einzigen Diskurs verschmolzen, der dann von den Universitäten und den Medien verbreitet wird. Lyotard spricht von Leuten, die es ablehnen, die Regeln zu hinterfragen und die dank des Konformismus der Massen Karriere machen, indem sie mittels der guten Regeln dem allgemeinen Verlangen nach Realität, das heißt nach dem Einfachen, nach einer Einheit und nach Vermittelbarkeit nachkommen, indem sie Objekte und Situationen liefern, die dieses Verlangen befriedigen. Im Widerstreit, Seite 159, fällt sein Urteil noch gnadenloser aus. Wenn er vom Denken nach Auschwitz spricht, dass seine Bestimmungen wie eine Kuh ihr Futter oder ein Tiger seine Beute aufzehren muss, ohne Resultat. Man wird, heißt es da, in der Sule oder in der Raubtierhöhle, zu der das Abendland dann geworden sein wird, nur die Folge dieses Verzehrs finden, den Abfall, die Scheiße, das heißt eine endlose Wiederholung des Nichtigen. Überall geht es nur noch darum, dem Geschmack des Publikums zu entsprechen und Werke zu liefern, die gefügt und wohlgeformt sind. Die individuellen Bestrebungen werden an die Ziele des Systems angepasst. Administrative Verfahren machen die Leute das wollen, was das System benötigt, um performativ zu sein. Lyotard zitiert Orwell, der einen Bürokraten in seinem berühmten Roman 1984 sagen lässt: Wir geben uns nicht zufrieden mit negativem Gehorsam, auch nicht mit der kriecherischsten Unterwerfung. Wenn sie sich uns am Schluss beugen, so muss es freiwillig geschehen. Aber auch Adorno hat lange vor dem Internet in seiner Metakritik der Erkenntnistheorie schon von der präzisen Information gesprochen, die zum bloßen Konsumgut degradiert wird und mit der deshalb keine Kraft mehr verbunden ist, sodass damit lediglich eine Zersetzung des Geistes bewirkt wird und die Menschen verdummt werden. Herrschaft verlagert sich bei Adorno in den Bereich der Kultur, in die Mentalitäten der Subjekte und wird zu einem Narrenparadies der Unterhaltung. Mit grandiosen Illusionen und der romantischen Vorstellung, dass alles Sinn hat und zum Guten strebt, werden Kultur und Bildung zum Heilsbringer erklärt und das Projekt der Menschheitsbeglückung vorangetrieben. Die Machthaber des 21. Jahrhunderts wollen möglichst unsichtbar bleiben. Foucault sagt, je unsichtbarer eine Macht auftritt, umso effektiver ist sie. Klaus-Jürgen Bruder schreibt 2007 in seinem Aufsatz Der postmoderne Zustand ist da vorbei, dass wir von der Macht immer nur erfahren, was uns die Macht zu wissen gibt. Und zu wissen bekommen wir nur, was unserer Zustimmung dienlich ist, was sie befördern könnte. Bourdieu nennt es Verstecken durch Zeigen und bereits Wittgenstein hat in diesem Zusammenhang von einem offenen Geheimnis gesprochen, das vor aller Augen liegt und doch nicht gesehen wird. Nietzsche beschreibt die Schliche der Machtapostel so: Bei allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen, was soll es verbergen? Wovon soll es den Blick ablenken? Welches Vorurteil soll es erregen? Und dann noch, bis wie weit geht die Feinheit dieser Verstellung? Zitat Ende. Die Mächtigen lernen immer besser, das Zutreffende mit dem Irrelevanten so zu vermischen, dass sich Zweifel und Glaubwürdigkeit ungefähr die Waage halten.
und man zu keiner klaren Meinung kommt. Der Sprachkritiker Fritz Mautner hat es einmal so gesagt: Um die Menschen sicher zu betrügen, muss man die Lüge mit der Wahrheit verbinden. Wenn man sich so die Medienlandschaft des 21. Jahrhunderts betrachtet, so scheint Mautners Feststellung hier Programm geworden zu sein. Auch Baudrillard durchschaut das Märchen von der Wissensvermittlung. Das ganze Szenario der öffentlichen Information und alle Medien haben keine andere Aufgabe als die Illusion einer Ereignishaftigkeit bzw. die Illusion der Objektivität von Fakten aufrechtzuerhalten. Immer schnellere Bildfolgen sollen die Aufmerksamkeit beim Publikum auf Trab halten. Eine Einstellung, auf der sich 2 Sekunden nichts tut, wirkt auf die Jugend von heute langweilig und ermüdend. Man schaltet weg. Derartige Tendenzen eines Aufmerksamkeitsterrors wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts festgestellt. So als hätte er TikTok vorhergesehen, kritisierte Egon Friedel 1912 den Sieg des Impressionismus. Zitat Friedel: Die gesteigerte Impressionabilität, hervorgerufen durch eine Übermenge von Reizen, wird zu einer Unfähigkeit, etwas anderes zu tun, als zu perzipieren. Der Mensch vermag die Erfahrungen nicht mehr als Einheit zu konzipieren. Im Strom des Bewusstseins tauchen die Eindrücke auf wie vereinzelte Wellen, tauchen auf, gehen unter. Der Impressionismus wird Selbstzweck. Zitat Ende. Auf die Wahrheit kommt es nicht an, sondern auf den Sieg. Das hat Adolf Hitler gesagt. Eine derart pragmatische Auffassung von Rationalität ist auch heute noch weit verbreitet. Man trifft sie überall da, wo der praktische Nutzen als Beweis für die Zweckmäßigkeit eines Vorgehens dient. Schon beim Aufklärer Fichte wurde die Vernunft aus praktischen Absichten organisiert. Im Pragmatismus eines William James wird die Nützlichkeit sogar mit der Wahrheit gleichgesetzt. Die Zweckbedingtheit des Strebens nach Erkenntnis hat auch Nietzsche in aller Deutlichkeit hervorgehoben. Für ihn ist es der Wille zur Macht, der uns die Dinge zurecht machen lässt. Durch Abstraktionen wird die Bemächtigung der Welt vereinfacht. Nietzsche spricht von einer direkten Nötigung, Begriffe, Gattungen, Formen, Zwecke und Gesetze zu bilden, was durch die Schaffung einer Welt der identischen Fälle geschieht. Wir schaffen eine praktische, aber fiktive Welt, die berechenbar und verständlich ist. Unsere Bedürfnisse sind es, die die Welt auslegen, so Nietzsche. In den akademischen Theorien von der Zweckfreiheit des Wissens, die Nietzsche eine objektivistische Verirrung nennt, ist das Allgemeingültige kein Produkt eines Interesses, sondern Ergebnis einer reinen Erkenntnis, die keiner ethischen Rechtfertigung bedarf. Aus ihr ergeben sich notwendig und ganz selbstverständlich die machtdienlichen Schlussfolgerungen.
Die Realität wird zum Freibrief für versteckte Interessen, während der größte Teil der Bevölkerung glaubt, dass die Vernunft in guten Händen ist. Erst Einstein hat der Ordnung des Universums, die von jeher das Vorbild der Rationalisten war, ein Ende gemacht. Wissenschaftler erklären, was ist, und Journalisten beschreiben, was ist. Und das Volk nickt zustimmend. So ist es. Ganze Berufszweige sind damit beschäftigt, ein und dieselbe Realität unter den verschiedensten Gesichtspunkten darzustellen. Und dem großen Publikum obliegt die Aufgabe, die Einheit dieser Realität zu bestätigen. Überhaupt ist oberstes Gebot jeder Regierungstechnik, die Einheit zu wahren. Denn Einheit garantiert Entschiedenheit und Aktivität. Unterschiedliche Auffassungen fördern vom Standpunkt der Macht aus die Unentschiedenheit und damit die Untätigkeit oder führen zu einem ständigen Streit. Der Zweck, Zustimmung zu erzielen, entspringt nicht nur einem Willen zur Macht, sondern verhindert auch die Demoralisierung der Bevölkerung. Man betreibt mit dem Objektivismus sozusagen Sozialhygiene. Der Glaube an eine ständig sich weiterentwickelnde Wissenschaft und die damit verbundene Rationalität und Logik übernimmt die seelsorgerischen Aufgaben der alten Religionen. Unter Beweis gestellt werden die Versprechen auf eine bessere Zukunft mit dem Fortschritt in der Krankheitsbekämpfung oder mit immer moderneren Elektrogeräten. Einfache Gemüter lassen sich davon leicht beeindrucken. Glaubt man Lyotard, dann hat die Fortschrittsideologie mittlerweile ihre Maske fallen gelassen und sich in einem materiellen Wohlstand aufgelöst, der der Seele Frieden und Sicherheit zu geben verspricht, aber sein Versprechen nicht hält. Die moderne Seele kommt nicht zur Ruhe und will immer mehr von dem Stoff, der zu nichts anderem taugt, als nur noch ein größeres Loch zu reißen. Dieser disziplinierenden Vereinheitlichung um der besseren Regierbarkeit wegen wird von Lyotard der Kampf angesagt, indem er den Widerstreit zum Prinzip des gesellschaftlichen Miteinander erhebt. Lyotard will die allgemeine Aufmerksamkeit auf ein grundlegendes Problem des menschlichen Wissens lenken, das er für unlösbar hält. Es handelt sich dabei um die logische Unvereinbarkeit von Denken und Wirklichkeit, von Geist und Materie, von Sinnlichkeit und Verstand, von Wort und Sache, von Subjekt und Objekt, von Individuum und Allgemeinheit. Seit 2000 Jahren menschlicher Geistesgeschichte ist die Verknüpfung prinzipiell unvergleichbarer Dinge falsch begründet worden. Lyotard begreift die logische Aussichtslosigkeit einer Verknüpfung von Wort und Sache. Er kritisiert auch Adorno, weil dieser immer noch auf eine dialektische Versöhnung dieses prinzipiellen Widerspruchs hofft. Damit die Sprache als Verständigungsmethode funktioniert, müssen Begriffe eine bleibende Bedeutung haben. Wird ein Wort einmal so und dann wieder so verstanden, ist es nicht mehr möglich zu begreifen, was gemeint ist. Oft
ist den Sprechenden oder Denkenden selbst nicht klar, dass sie einen Begriff mit verschiedenen Bedeutungen verwenden. In der Dialektik ist eine wundersame Verwandlung von Bedeutungen sogar zur Methode gemacht und der willkürlichen Manipulation Tür und Tor geöffnet. Eine Inkonsistenz in der Bedeutung von Wörtern findet sich nahezu bei allen wichtigen Philosophen. Sie ist nicht selten der Grund für einen Rattenschwanz an endlosen Streitereien unter den Anhängern einer Lehre. Oft wird auch gar nicht erst erkannt, dass der Grund für unerklärbare Widersprüche darin besteht, dass Worte nicht jedes Mal mit derselben Bedeutung verwendet werden. Lange Zeit wurde versucht, die Bedeutung von Wörtern allgemeingültig per Definition in wissenschaftlichen Lehrbüchern oder Lexika festzulegen, was ja für bestimmte praktische bzw. technische Zwecke durchaus sinnvoll ist. Naive Realisten glauben auch, dass jeder Mensch auf sinnlichem Gebiet identische Erfahrungen macht, für die es feststellende, selbstverständliche Begriffe gibt, an die man sich zu halten hat. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Alle Anwesenden im Raum sehen ein Buch, das auf einem Tisch liegt. Diese prinzipielle Gemeinsamkeit reicht aus, um von einer Tatsache reden zu können. Man hat es mit einer Gegebenheit zu tun. Nun lässt sich ja nicht leugnen, dass die Feststellung, dass ein Buch auf dem Tisch liegt, durchaus zielführend sein kann. Wenn zum Beispiel jemand in einem anderen Raum wissen will, ob im Nebenraum ein Buch auf dem Tisch liegt, weil er vermutet, es dort liegen gelassen zu haben. Soll der Begriff Buch aber als Tatsache gelten, dann ist die Sache schon nicht mehr so einfach. Denn mit einer Beschreibung sinnlich erfahrbarer Merkmale wie Größe und Farbe ist es dann nicht getan. Wenn etwa der Inhalt eines Buches wiedergegeben werden soll, kommt es bei mehreren Leuten mit Sicherheit zu verschiedenen Auffassungen darüber. Es ist immer der Zweck, der bestimmt, ob eine Aussage relevant oder Unsinn ist. In der objektivistischen Wissenschaft gilt ein solcher Zweck aber als nicht vorhanden oder er wird mit nichtssagenden Argumenten begründet, etwa als Streben nach Wahrheit oder Erkenntnis, was aber an sich gar kein Zweck sein kann. Es ist nicht zuletzt der Optimismus, den das Vertrauen in die Sicherheit des logischen Denkens verbreitet, der die Allgemeingültigkeit bei Politikern so populär macht. Den größten Teil ihrer Glaubwürdigkeit bezieht diese Logik aus bewiesenen Naturgesetzen, letztlich aber aus der Mathematik, der niemand ein Interesse unterstellen kann. Die Frage nach der Anwendbarkeit bzw. der Rechtfertigung der Anwendung irgendwelcher Zahlen oder Wörter auf konkrete Gegenstände und damit das Problem der Unvergleichbarkeit wird dabei in der Regel schnell übergangen. Es genügt zu sehen, dass 3 Dinge auf dem Tisch liegen und dabei wird naiv realistisch geglaubt, dass sich die Zahl 3 tatsächlich sehen lässt und nicht etwa auf einem rechnerischen Urteil beruht. Mit derselben Selbstverständlichkeit werden auch die Eigenschaften der Dinge gesehen, die den Dingen selbst anhaften.
Ganz unabhängig davon, ob sie jemand betrachtet oder nicht, unabhängig davon, welcher Zweck damit verbunden oder in welchem Kontext etwas gesehen wird. Eine solche verallgemeinernde und vereinfachende Sicht der Dinge trägt ganz entscheidend zur Effizienz von Systemen bei. Jedes System ist umso effizienter, je weiter die Automatisierung von Vorgängen fortgeschritten ist. Die Mechanik einer Maschine ist auf das Prinzip der Allgemeinheit hin konzipiert und unter diesem ökonomischen Aspekt sind die Einzelheiten, ist das Individuum nur noch von nachrangiger Bedeutung. Auch das Prinzip der künstlichen Intelligenz hat die Allgemeinheit zur Basis. Das Streben nach Macht ist ein Streben nach Allgemeinheit, nach Mehrheit, nach der Masse, und der Kampf dagegen, der Kampf um die Freiheit des Einzelnen, ist ein Kampf gegen eine instrumentalisierte Vernunft des materiellen Nutzens als vorrangigem Wert.